Guten Morgen, hier ist Frau Gleis und heute ist Freitag, der 10. April und heute lernen wir ein bisschen über den Feiertag Ostern. Ostern ist ein Feiertag in Deutschland und weltweit für christliche Leute, so die Leute, die Christen sind. Und wir lernen über ein paar Bräuche von Ostern. So unsere Vokabeln für heute sind der Brauch. That sounds like the verb brauchen, which means to need. So brauchen, the verb is to need. A der Brauch, die Bräuche are customs. They're things that you need in your life. Ostern is Easter. Feiertag, der Feiertag is a holiday. Geschlossen oder zu is closed. So heute ist auch ein Feiertag. Heute ist Karfreitag. Auf Englisch sagen wir Good Friday. In Deutschland es heißt Karfreitag. Gestern war auch ein Feiertag. Das war Gründonnerstag. Green Thursday. Sonntag ist Ostern. Das ist ein Feiertag, a holiday. Und auch in Deutschland ist Montag ein Feiertag. Es ist Ostermontag, Easter Monday. Und das ist ein gesetzlicher Feiertag, a federal holiday. So ja, es ist ein christlicher Feiertag, aber immer noch ein Feiertag. So in Deutschland am Karfreitag sind alle Läden geschlossen, zu. Stores are closed. So if you usually every other year, our group of Sun Prairie German students are in Nürnberg or München, Nürnberg or Munich an Karfreitag and everything's closed. So es ist kein guter Tag für Shoppen, du kannst nicht einkaufen gehen, es ist ein Feiertag. Feiern is the verb for to celebrate. So ich feiere, du feierst. That verb is used in our Tagebuch for the upper levels. Der Gottesdienst is a church service. So literally it means a service to God. So viele Leute gehen am Sonntag in die Kirche und sie gehen zum Gottesdienst. Ich gehe nicht in die Kirche am Sonntag, ich gehe nicht zum Gottesdienst, aber ich feiere Ostern mit Bräuchen. So, ich mache bunte Eier. Ich backe. Das ist ein Lahmkuchen. Das ist ein Brauch in Deutschland, ein Lahmkuchen zu backen. Lahmkuchenrezept. Ein Rezept ist ein Recipe. So, to make an Osterlahm, you need this form. It's like a baking form that's in the shape of a lamb. Osterlahm backen. And then you cover it with Puderzucker, which is one of my favorite German words. Puderzucker. Und das ist für Osterfrühstück. Easter breakfast. So, das ist ein Brauch in Deutschland von Ostern. Meine Frage für euch für heute ist, für Lower Levels, magst du Eier? Do you like eating eggs? Ich koche ein Ei zum Frühstück jeden Morgen. Ich esse ein Ei zum Frühstück. So, ich mag Eier. I like eggs. Isst du gern Eiersalat? Eiersalat. Ich esse gern Eiersalat. Ich mache immer zum Ostern Eiersalat. I always make egg salad for Easter. That's a tradition in our family. So after we've colored all these eggs, we make Eiersalat. Hier sind Rezepte für Eiersalat, Opas Eiersalat. Wenn du keine Mayonnaise isst, dann ist Eiersalat nichts für dich. So vielleicht dieses Wochenende kannst du einen Eiersalat
Rezept finden. Meine Tagebuchfrage für Deutsch 3, 4 und 5. Feiert deine Familie Ostern? Was macht ihr? Was ist dein Lieblingsfeiertag und warum? So, ich sage, meine Familie feiert Ostern. Wir verstecken Eier und machen eine Eiersuche. So, verstecken ist, hier ist ein Schwein. Ich verstecke das Schwein in meine Jacke. Ich habe das Schwein versteckt. So stecken alone is to stick. Verstecken is to hide it. So wir verstecken Eier und wir machen eine Eiersuche. Mein Lieblingsfeiertag ist Weihnachten, Christmas, weil ich meinen Weihnachtsbaum gern dekoriere. So, das sind die Tagebuchfragen für heute. Ich habe auch ein paar interessante Videos zu Osternbräuche gefunden. Ich werde sie unten auch posten. Und wenn du eine Lesen-Aktivität machen möchtest, ich habe ein Video von Learn German mit Anja gefunden. And she does, in this video, she's doing a reading comprehension activity where people are, sorry, Werbung, advertisements. Frohe Ostern, meine Lieben. Happy Easter. Ich bin zurzeit nicht in Deutschland. Dieses Video is schon 2 Jahre alt. But she's doing a reading activity. If you want to just do a kind of a quick reading activity, I would recommend starting at about 7 minutes into the video. And the document that she's going through is Wie feiert man Ostern? So how do you celebrate Easter? And she goes through some different people's kind of testimonials about what they say, Wie feiert man Ostern? And she goes through some of the new vocabulary and clarifies it and translates it to English. So that's about a 6-minute reading activity if you'd like a little more reading practice. Okay. So gestern habe ich auf Google Classroom gepostet, dass ich einen Osterkranz mache, that I'm doing a wreath. Mal sehen. Hoffentlich habe ich heute die Zeit, ein bisschen zu basteln. Basteln. Die Deutschen basteln gern zum Ostern. So, wenn du gern basteln. Basteln. Ideen. Basteln is arts and crafts. Ostern. Es gibt eine Menge von Ideen, wie du Basteln für Ostern machen kannst. Oh, das ist süß. Das ist ein kleines Ei mit Kranz. Oh, das ist auch schön. Man kann einen kleinen Garten machen. Viele schöne Ideen zum Basteln. Oder wenn du keine Ostern Schmuck dekorieren möchtest, könntest du auch etwas für Frühling einfach Spring. Also das ist eher mit Blumen und Insekten und Mäuse und Bienen, die sind auch süß. So, das ist mein Plan für das Wochenende. Ich bastele etwas Süßes zum Ostern. Ich weiß nicht was, aber mal sehen. Ich poste ein Foto von dem, was ich mache. So, das ist alles für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche Montag. Tschüss.